zusammen, ich bin Sakura. Ja, ich bin der Danny von den Tokyo Maniacs. Yay! So, wir haben heute Danny von Tokyo Maniacs. Ich habe ihn getroffen, als ich Ausländersemester in Deutschland gemacht habe. Genau. Und wir haben ganz viel getrunken und gesungen, oder? Gesungen, ja, doch, Ja. viel Karaoke, das war sehr gut, ja. Ich möchte heute dich interviewen, um herauszufinden, wie das Leben in Tokio als Ausländer aussieht. Aha, okay. Dann, Hajimario, Yay. Nummer 1. Wie ist die Meinung der Japaner zu den Deutschen? Also ich glaube, vor allem ältere Japaner, die mögen Deutsche. Ältere Japaner, so Opas und Omas sozusagen. Und Jüngere, sie haben oft nicht so viel Informationen über Deutschland, glaube ich. Oder sie kennen Doch, nur... oder? Doch, Bier. stimmt, sie kennen Bier und was noch, Wurst und hier Autos vielleicht oder so. ja. Das ist sehr typisch. Ja, ich glaube, dieses Bild ist sehr typisch. Insgesamt ist es sehr positiv, ja. Sehr positiv. Okay. Treffer. So, Nummer 2. Was waren deine größten Sorgen, als du deine Pläne gemacht hast? Ja, einmal Geld. Es ist ja teuer. So, ne? Ja, es ist teuer. Ach so, ja, stimmt. Wenn man in ein anderes Du Land warst zieht. Student. Ich war Student und Ja, ich hatte kein genau. Geld. So, das ist das Problem. Ich habe mich immer gefragt, ob ich genug gelernt habe. Zum Beispiel Also, genug Japanisch. Sprache. Und ob ich überhaupt mit den Leuten mich gut verstehe. Weil ich war noch nie in Japan vorher gewesen und deswegen wusste ich nicht, ist mein Eindruck schon korrekt oder nicht? Oder wird mich etwas ganz anderes erwarten? Aber es war letztendlich sehr positiv. Nummer 3. Tipps zur Vermeidung von Fettnäpfchen. Fettnäpfchen. Also ein typischer Fehler, vielleicht von Deutschen, ist, sie kommen nach Japan und in Deutschland diskutiert man ja sehr viel. Man hat eine Meinung zu allem. Ja. Und man möchte gerne immer andere Leute überzeugen, aber in Japan muss man ein bisschen vorsichtig argumentieren, Vorsichtig sein. weil man ist sehr energisch oft und sagt dann, ja, aber das ist doch so und man muss das so machen und das ist besser, bla bla bla. Aber viele sind dann hier überfordert, sozusagen genau. mit dieser Meinung. Ich fühle mich immer kritisiert. Genau, man muss aufpassen, dass man den anderen nicht verletzt damit, indem man sagt, ich habe recht, ich habe recht, ich habe recht, so. Aber viele, ich glaube, vor allem in Deutschland machen das sehr viele, leider. Weil jeder hat zu allem eine Meinung und jeder denkt, er hat immer recht, so ein bisschen. Deswegen das am besten ein bisschen runterfahren und einfach mal ein bisschen sich darauf einlassen, was die Japaner sagen und dann versuchen zu verstehen, warum sie es sagen. Dann hast du dich schon angepasst. Ich habe mich schon angepasst, aber ich war schon immer nicht so aggressiv. Verdammt. Ja, sie weiß alles über mich. Verdammt, wir kennen uns schon länger. Mist. So. Aber ja. Gut, das sollte man vermeiden. Nächste Frage. Wie kommst du damit klar, dass du nicht immer weißt, was andere denken? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Japaner, wenn sie sich gut fühlen und man sich auf derselben Ebene trifft, auch sehr direkt sein können. Also wenn sie sich sehr sicher und wohl fühlen, dann sagen sie einen schon die Meinung sehr direkt. Ja. Aber klar, wenn man jemand Neues trifft, dann weiß man natürlich nie, was denkt diese Person jetzt und was nicht. In Deutschland wusste ich auch nicht immer, was die Leute denken, aber es war mir immer egal. Ja. So. Es muss einem auch immer egal sein, weil man weiß es nie 100% und man weiß auch nie, ob es stimmt. Ja, Man weiß es nicht. Stimmt. Die nächste Frage. Hast du Erfahrung mit Rassismus in Japan? Also ich glaube, gerade so jemand wie ich, also jemand, der eher weiß ist und aus Europa kommt, der hat nicht so viele Probleme. Es gibt häufig, was man sonst nicht so kennt, eher so positiven Rassismus, sodass Das habe man ich schon gehört. genau, dass man so ein bisschen bevorzugt wird, weil man eben der Ausländer ist sozusagen, oder weil man vielleicht vor dem Touristen ein gutes Bild abgeben möchte. Ja. Gibt man denen dann vielleicht ein bisschen mehr oder so. Ich war zum Beispiel einmal in Nikko, war das. Da war so ein Tempel und es war kurz vor Schluss, kurz vor Öffnungszeitenschluss, wie man das sagt. Und dann hat die Staff gesagt, ja hier bitte jetzt nur die Touristen kommen. Sie sollen sich das jetzt angucken. Zuerst die Touristen. Und ich habe mich sehr schlecht gefühlt. So, warum? Wieso? Ich will nicht. Nein. So, warum? Und ich dachte mir, das ist so... sowas finde ich nicht so gut. Also ich habe zwar einen Vorteil, aber ich fühle mich trotzdem nicht gut. Sowas mag ich dann auch nicht. Das führt zur nächsten Frage. Fühlst du dich noch Ausländer oder integrierst du dich schon gut in japanische Gesellschaft? Ich fühle mich
ganz gut integriert. Also wenn die Leute merken, dass man sich anstrengt und dass man die anderen Leute versteht, dann akzeptieren sie einen umso mehr. Das heißt, man wird umso besser sozusagen integriert. Aber klar, man ist trotzdem immer so ein bisschen der Außenseiter, denke ich. Aber ich finde, das ist nicht so schlimm. In Deutschland war ich auch mal Außenseiter. So. Und in Japan, ja gut, da ist es halt auch. Und da verstehe ich es aber besser in Japan, warum ich Außenseiter bin, weil so ganz offensichtlich irgendwie. Ich sehe anders aus. Am Anfang habe ich immer versucht, mich sehr stark anzupassen, also wirklich immer so mit Verbeugen. Und ich habe aber gemerkt, das funktioniert nicht immer zu 100%. Und man wird am Ende trotzdem nicht deswegen, sag ich mal, zu 100% aufgenommen. Deswegen finde ich, man sollte schon seinen eigenen Stil bewahren auch. So, aber man sollte sich trotzdem anpassen. Also man versteht sie, aber man möchte auch, dass sie einen verstehen, also so gegenseitig. Und das ist das, was ich jetzt versuche, sozusagen. Ja. Interessant. Ja. Schon die letzte Frage. Oh. Würdest du dein Kind in Japan oder in Deutschland großziehen? Tendenziell eher Deutschland, weil Bildung frei ist in Deutschland. Also man muss dafür nichts bezahlen normalerweise. Okay. Also für Schule muss man nichts bezahlen, in Universität. Japan ist zu viel, ne? In Japan, teuer, unglaublich teuer. in Japan ist das so teuer teilweise. Und da muss man schon von der Geburt an sparen eigentlich in Japan. Und ich weiß nicht, wenn ich Millionär werden würde, würde ich vielleicht hier bleiben. Das kann sein. Wenn ich ganz viel Geld hätte, dann würde ich vielleicht hier bleiben. Aber normalerweise dann doch eher vielleicht nach Deutschland, ist dann vielleicht doch leichter, mein Kind dort groß zu ziehen. Okay, dann abgesehen von Geld, dann Abgesehen lieber von in Japan, oder? Also ich will eigentlich schon, dass das Kind dann sozusagen japanische Erfahrungen macht, aber auch deutsche Erfahrungen oder meinetwegen auch ein anderes Land. Einfach, dass das Kind mehrere Meinungen und Sichtweisen verstehen kann. Also man kann ja auch sagen, erstmal Schule nur in Deutschland und dann vielleicht trotzdem Uni in Japan oder man geht erst zur Arbeit nach Japan. Also es ist schon so ein bisschen, dass es da immer einen Austausch gibt. Das würde ich mir auch hoffen, ja. Okay, vielen Dank, Danny. Das war's für heutiges Video. Ja, hat mir Spaß gemacht, ja. Abonniert hier Sakuras Channel, aber abonniert auch uns, Tokyo Maniacs, wenn ihr gerade dabei seid. Ja, so, Dankeschön. Ganz, ganz viele interessante Videos. Interessant. Ja. Wenn Sakura das sagt, dann stimmt das. So, okay. So, vielen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye.